Lektion 1: Aufgabenverwaltung. Es ist hilfreich, einen Planer oder digitale Tools zu verwenden, um Aufgaben und Fristen zu verfolgen. Absolut. Organisiert zu bleiben ist der Schlüssel zum effektiven Management von Projekten. Ich finde, dass die Visualisierung meiner Aufgaben mir hilft, konzentriert und motiviert zu bleiben. Ja, wenn man alles übersichtlich sieht, kann man Stress reduzieren und die Produktivität steigern. Ich bevorzuge die Verwendung von Apps, die Erinnerungen an bevorstehende Termine senden. Das ist eine kluge Strategie. Es stellt sicher, dass nichts durch die Ritzen rutscht. Lassen Sie uns Tipps geben, welche Tools für jeden von uns am besten funktionieren. Tolle Idee. Wir können ein System schaffen, das unseren beiden Bedürfnissen gerecht wird. Ich freue mich darauf, gemeinsam unsere Produktivität zu steigern. Lektion 2: Auswärts essen. Das ist ein guter Punkt. Ich bin in letzter Zeit viel auswärts essen gegangen, was nicht ideal ist. Ich verstehe. Auswärtsessen kann sich wirklich summieren, sowohl in Bezug auf die Kalorien als auch auf die Kosten. Ja, ich habe festgestellt, dass meine Ausgaben gestiegen sind und mein Gesundheitszustand auch nicht besonders gut ist. Es ist leicht, dieser Gewohnheit zu verfallen, insbesondere wenn man einen vollen Terminkalender hat. Absolut. Ich muss wieder mehr zu Hause kochen. Zu Hause kochen kann gesünder und wirtschaftlicher sein. Genau. Außerdem macht es Spaß, mit neuen Rezepten zu experimentieren. Ja. Bei Interesse würde ich gerne einige Rezepte mit Ihnen teilen. Das wäre großartig. Lass uns bald eine gemeinsame Kochsession planen. Lektion 3: Reisepläne. Ich glaube, ich schaffe es, eine Woche wegzubleiben. Soll ich ein Auto mieten oder mein eigenes benutzen? Das hängt davon ab, wohin Sie fahren und wie viel Sie fahren möchten. Ich möchte mehrere Gebiete erkunden, daher könnte ein Auto nützlich sein. Wenn Sie ein Auto mieten, sind Sie möglicherweise flexibler und können Orte abseits der Touristenpfade besuchen. Wahr. Außerdem müsste ich mir keine Sorgen über die Abnutzung meines eigenen Autos machen. Genau. Es lohnt sich oft wegen der Bequemlichkeit und Sicherheit. Ich werde mir die Mietoptionen ansehen und sehen, was verfügbar ist. Klingt nach einem Plan. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie dabei Hilfe benötigen. Ich schätze es. Ich freue mich auf diese Reise. Lektion 4: Angst überwinden. Ihre Ziele, nicht Ihr Urteil. Ich habe einfach solche Angst davor, enttäuschen zu müssen. Es ist völlig normal, sich so zu fühlen, wenn man etwas Wichtiges verfolgt. Ja, ich möchte wirklich erfolgreich sein, habe aber gleichzeitig Angst vor dem Scheitern. Denken Sie daran, Fehler zu machen ist Teil des Lernprozesses. Das stimmt. Ich muss meinen Fokus von der Angst auf das Wachstum verlagern. Absolut. Rückschläge können oft zu wertvollen Lektionen führen. Ich schätze Ihre Unterstützung, es hilft mir, mich sicherer zu fühlen. Ich bin für dich da. Feiern wir jeden Schritt, den Sie machen, egal wie klein er ist. Dankeschön. Ich bin entschlossen, diese Angst zu überwinden und voranzukommen. Lektion 5: Einkaufspräferenzen. Ich bevorzuge es, an Wochentagen dorthin zu gehen, um der Hektik zu entgehen. Das ist eine kluge Wahl. Am Wochenende kann es so voll werden. Ja. Es macht viel mehr Spaß, wenn die Läden weniger voll sind.
Ich stimme voll und ganz zu. Es ermöglicht ein entspannteres Einkaufserlebnis. Was haben Sie bei Ihrem letzten Besuch im Laden gekauft? Ich habe tolle Angebote für frische Produkte und Snacks gefunden. Das hört sich gut an. Ich liebe es, gute Schnäppchen zu entdecken. Ich auch. Dadurch fühlt sich das Einkaufen lohnender an. Lassen Sie uns an einem Wochentag gemeinsam unsere nächste Reise planen. Lektion 6: Kundenservice. Es ist mein Vergnügen. Unser Ziel ist es, Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Danke schön. Ich schätze den hervorragenden Service hier sehr. Es ist uns wichtig, dass sich Gäste willkommen und wertgeschätzt fühlen. Das kann ich sehen. Es macht einen großen Unterschied im Gesamterlebnis. Ja. Wir möchten sicherstellen, dass Sie während Ihres Aufenthalts alles haben, was Sie brauchen. Ich fühle mich gut aufgehoben und es macht mir viel Freude. Genau das streben wir an. Ihr Glück ist unsere Priorität. Vielen Dank, dass Sie alles gegeben haben. Es ist uns eine Freude. Genießen Sie Ihre Zeit hier und lassen Sie uns wissen, wenn Sie etwas benötigen. Lektion 7: Online-Shopping. Daran hatte ich nicht gedacht. Online-Shopping wäre auch bequem. Ja, es spart Zeit und ermöglicht Ihnen einen einfachen Preisvergleich. Genau. Außerdem können Sie bequem von zu Hause aus einkaufen. Das stimmt. Besonders schön ist es an Tagen, an denen man keine Lust zum Ausgehen hat. Ich finde es toll, wie viele Optionen jetzt online verfügbar sind. Ja. Mit nur wenigen Klicks können Sie fast alles finden. Lass uns später gemeinsam einige Online-Shops durchstöbern. Gute Idee. Wir können nach Angeboten suchen und Empfehlungen weitergeben. Ich bin gespannt, was wir finden können. Lektion 8: Vereinbarungen abschließen. Das ist uns wichtig. Lassen Sie uns die Vereinbarung schriftlich abschließen. Absolut. Die Dokumentation aller Unterlagen sorgt für Klarheit für beide Seiten. Ja, es schützt uns und macht die Bedingungen für alle Beteiligten klar. Ich stimme zu. Es ist eine professionelle Art, geschäftliche Angelegenheiten zu erledigen. Sobald wir es schriftlich haben, können wir uns beide sicher für die Zukunft fühlen. Genau. Ich werde die Vereinbarung entwerfen und zur Prüfung einsenden. Perfekt. Ich werde es unbedingt gründlich prüfen. Großartig. Unser Ziel ist es, dies bis zum Ende der Woche abzuschließen. Klingt nach einem soliden Plan. Ich freue mich darauf, dies abzuschließen. Lektion 9: Kindheitserinnerungen. Ich erinnere mich, dass ich als Kind gemeinsam mit meinen Freunden Sandburgen gebaut habe. Das hört sich nach so viel Spaß an. Haben Sie viel Zeit am See verbracht? Ja, wir würden den ganzen Tag im See schwimmen und die Sonne genießen. Das sind so tolle Erinnerungen. Ich habe es auch geliebt, am Wasser zu spielen. Es war die perfekte Sommeraktivität für Kinder in meinem Alter. Absolut. Sommertage am See haben etwas Magisches. Wir wetteiferten darum, wer die höchste Sandburg bauen könnte.
Das muss aufregend gewesen sein. Hast du jemals gewonnen? Manchmal. Aber der Spaß lag wirklich im Erlebnis selbst. Lektion 10. Nachhaltigkeitsbewusstsein. Das Interesse an Nachhaltigkeit wächst heutzutage. Absolut. Ich denke, es wird für viele Menschen zu einer Priorität. Ja, immer mehr Menschen suchen nach Möglichkeiten, ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Das stimmt. Es ist großartig zu sehen, wie sich Gemeinschaften für dieses Anliegen zusammenschließen. Ich glaube, dass Bildung eine große Rolle bei der Sensibilisierung spielt. Definitiv. Die Menschen müssen die Bedeutung nachhaltiger Praktiken verstehen. Und es beginnt mit kleinen Veränderungen in unserem täglichen Leben. Ja, schon kleine Maßnahmen können zu erheblichen Unterschieden führen. Ich hoffe, dass sich dieser Trend in Zukunft weiter verstärken wird. Lektion 11. Übungsauswahl. Manche Menschen trainieren im Fitnessstudio, andere gehen lieber einfach spazieren. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, aktiv zu bleiben. Ich denke, es geht darum, herauszufinden, was für sie am besten funktioniert. Absolut. Unterschiedliche Aktivitäten passen zu unterschiedlichen Lebensstilen. Ich kombiniere es gerne mit Workouts im Fitnessstudio und Spaziergängen im Freien. Das ist ein toller Ansatz. Es sorgt dafür, dass die Dinge interessant und unterhaltsam bleiben. Ja, und es hilft, die Motivation aufrechtzuerhalten, fit zu bleiben. Ich stimme zu. Wie trainieren Sie am liebsten? Ich liebe es, bei schönem Wetter im Park zu laufen. Lektion 12. Den Ausdruck fördern. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich das effektiv machen soll. Eine Möglichkeit besteht darin, Sie zu ermutigen, Ihre Gedanken offen auszudrücken. Das ist eine gute Idee. Es ist wichtig, einen sicheren Raum zum Teilen zu schaffen. Absolut. Es hilft den Menschen, sich wertgeschätzt und gehört zu fühlen. Ich denke, dass aktives Zuhören ebenfalls ein wichtiger Teil des Prozesses ist. Ja, echtes Interesse zu zeigen kann einen großen Unterschied machen. Ich werde versuchen, diese Strategien beim nächsten Mal umzusetzen. Großartig. Es geht darum, eine offene Kommunikation zu fördern. Ich bin gespannt, wie es die Interaktionen verbessert. Lektion 13. Handtuchgebühren. Gibt es im Hotel eine Gebühr für zusätzliche Handtücher? Nein, dafür fallen keine zusätzlichen Kosten an. Das ist toll zu hören. Es macht es einfacher, bequem zu bleiben. Absolut. Es ist schön, alles zu haben, was wir brauchen, ohne zusätzliche Kosten. Ich schätze Orte, die offen über ihre Richtlinien sprechen. Ja, Transparenz ist der Schlüssel zu einem guten Kundenerlebnis. Ich fühle mich entspannter, weil ich weiß, dass mir keine zusätzlichen Handtücher in Rechnung gestellt werden. Genau. Es sind die kleinen Dinge, die unseren Aufenthalt bereichern. Ich freue mich darauf, unsere Zeit ohne Sorgen zu genießen. Lektion 14. Trennung von der Arbeit. Das ist großartig. Ist es jemals schwierig, sich vollständig von der Arbeit zu trennen? Ja, manchmal kann es eine Herausforderung sein, mein Arbeitshirn auszuschalten. Ich verstehe. Dieses Gleichgewicht zu finden ist für das Wohlbefinden unerlässlich. Absolut. Ich versuche, Grenzen zu setzen, um dabei zu helfen.
Das ist ein kluger Ansatz. Es ist wichtig, Ausfallzeiten zu priorisieren. Ja, ich finde, es hilft mir, neue Energie zu tanken und später produktiver zu sein. Daran muss ich selbst arbeiten. Es erfordert Übung, aber am Ende lohnt es sich. Lassen Sie uns einander dabei unterstützen, diese Grenzen zu setzen. Lektion 15. Problembewusstsein. Ich glaube, es gibt Hinweise darauf, dass sich immer mehr Menschen der Probleme bewusst werden, mit denen wir konfrontiert sind. Absolut. Es ist ermutigend, diesen Bewusstseinswandel zu beobachten. Ja, die Menschen engagieren sich zunehmend für soziale und ökologische Belange. Ich denke, dass soziale Medien eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Informationen spielen. Definitiv. Es ermöglicht den schnellen Austausch von Ideen und Initiativen. Es ist spannend, über das Potenzial für positive Veränderungen nachzudenken. Ja, kollektives Handeln kann zu wirkungsvollen Ergebnissen führen. Ich bin optimistisch, was die Zukunft bringt, wenn wir diesen Schwung beibehalten. Setzen wir uns weiterhin für Bewusstsein und Engagement ein. Lektion 16. Erlebnis mit frischem Obst. Das Obst ist auf dem Bauernhof sehr frisch und lecker. Das klingt wunderbar. Es gibt nichts Besseres als frische Produkte. Ja, der Besitzer der Farm gab jedem eine Kostprobe seiner besten Früchte. Das muss so ein Genuss gewesen sein. Ich liebe es, saisonale Früchte zu probieren. Absolut. Es ist erstaunlich, wie viel besser sie frisch schmecken. Ich stimme zu. Auch bei den Rezepten macht es einen großen Unterschied. Ich freue mich darauf, mehr frisches Obst in meine Mahlzeiten zu integrieren. Ja. Es ist eine gesunde Wahl, die auch erfrischend ist. Lasst uns bald gemeinsam einen Besuch auf dieser Farm planen. Lektion 17. Lokale Köstlichkeiten. Hey, hast du auf deinen Reisen irgendwelche interessanten lokalen Gerichte probiert? Ja, das habe ich. Kürzlich habe ich fantastisches Streetfood voller Geschmack probiert. Das klingt entzückend. Was hast du am Ende versucht? Ich hatte diese würzigen Tacos, garniert mit frischer Salsa und Avocado. Wow, das hört sich köstlich an. Ich liebe es, wie lokale Gerichte oft die Kultur widerspiegeln. Absolut. Essen ist eine großartige Möglichkeit, einen Ort zu erleben. Haben Sie während Ihres Aufenthalts Desserts oder Snacks probiert? Ja. Ich hatte ein traditionelles Dessert aus Kokosnuss und Reis und es war himmlisch. Ich muss sie zu meiner Liste der Gerichte hinzufügen, die ich unbedingt probieren muss. Lektion 18. Abschlusserinnerungen. Ich werde diesen Moment nie vergessen, als wir schweigend in unseren schwarzen Roben dastanden. Ja, es war so ein emotionaler Tag. Wir hatten so hart gearbeitet, um dorthin zu gelangen. Absolut. Die Fotos von diesem Tag haben die Freude und den Stolz, die wir empfanden, wirklich eingefangen. Schade, dass einige dieser schönen Fotos keinen Käufer fanden. Ja, es ist überraschend. Sie hätten von allen geschätzt werden sollen. Aber die Erinnerungen, die wir geschaffen haben, sind am Ende das, was wirklich zählt. Ich stimme zu. Dieser Tag markierte den Beginn eines neuen Kapitels in unserem Leben. Definitiv. Sorgen wir dafür, dass diese Erinnerungen lebendig bleiben.
Ja, wir sollten ein Wiedersehen planen, um unsere gemeinsame Reise zu feiern. Lektion 19, Baugeschichte. Die Stadt soll komplett neu aufgebaut werden, was aufregend ist. Ja, aber es ist faszinierend, wie es im Laufe der Jahre immer weiter gewachsen ist. Absolut. Im Jahr 1882 wurde der erste Wolkenkratzer gebaut, der die Skyline für immer veränderte. Das war ein entscheidender Moment in der Architektur und Stadtentwicklung. Ja. Es ebnete den Weg für noch höhere und innovativere Gebäude. Ich liebe es, wie die Geschichte die Orte, an denen wir heute leben, prägt. Jedes Gebäude erzählt eine Geschichte und spiegelt die Zeit wider, in der es erbaut wurde. Genau. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie die neuen Konstruktionen aussehen werden. Lassen Sie uns bei unserem nächsten Ausflug gemeinsam die Geschichte der Stadt erkunden. Lektion 20, Reisepläne. Ich denke, dass ich mich bei meinen Reisen hauptsächlich auf Züge verlassen werde. Das klingt nach einem tollen Plan. Für lange Strecken sind Züge in der Regel bequemer und zuverlässiger. Ja, und ich liebe die malerischen Ausblicke, die man bei einer Zugfahrt hat. Absolut. Es ist eine entspannte Art, die Landschaft zu erkunden. Außerdem kann ich die Zeit nutzen, um zu lesen oder Musik zu genießen. Das ist eine perfekte Möglichkeit, die Reise angenehm zu gestalten. Ich werde auch die Zugfahrpläne überprüfen, um die besten Zeiten zu finden. Gute Idee. Eine vorausschauende Planung gewährleistet eine reibungslose Reise. Ich freue mich auf meine bevorstehenden Abenteuer. Lektion 21, Kompromisse finden. Wie wäre es, wenn wir uns zu diesem Thema auf halbem Weg treffen würden? Das könnte funktionieren. Es ist eine gute Möglichkeit, Gemeinsamkeiten zu finden. Genau. Wenn wir uns auf halbem Weg treffen, können wir Kompromisse bei den Bedingungen eingehen. Ja, es zeigt, dass wir beide zur Zusammenarbeit bereit sind. Ich denke, dieser Ansatz wird für uns beide zu einem besseren Ergebnis führen. Absolut. Kommunikation ist der Schlüssel zum Erreichen von Vereinbarungen. Ich bin froh, dass wir beide bereit sind, dies offen zu diskutieren. Ja, es ist wichtig, den Dialog aufrechtzuerhalten. Lassen Sie uns skizzieren, was wir beide brauchen, damit dies funktioniert. Lektion 22, Frühstück inklusive. Ist das Frühstück im Hotelpreis inbegriffen? Ja, in unseren Preisen ist das Frühstück für 2 Personen inbegriffen, was großartig ist. Das ist wunderbar. Es macht den Morgen für uns viel einfacher. Absolut. Ich liebe es, den Tag mit einem guten Essen zu beginnen. Außerdem ist es eine gute Möglichkeit, Energie für unsere Abenteuer zu tanken. Ja. Gemeinsames Essen ist eine großartige Möglichkeit, jeden Morgen Kontakte zu knüpfen. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, welche Frühstücksoptionen es gibt. Ich auch nicht. Probieren wir unbedingt alles aus. Es wird ein köstlicher Start in den Tag. Lektion 23, Ausstellungsplanung. Wir sollten jede Ausstellung begleiten, um ein zusammenhängendes Thema zu gewährleisten. Guter Punkt. Es ist wichtig für das Gesamterlebnis. Ja, ein einheitliches Thema wird die Besucher effektiver ansprechen. Ich denke, wir sollten in jeder Ausstellung auch einige interaktive Elemente haben. Das ist eine tolle Idee. Es wird das Erlebnis unvergesslicher machen.
Ja, die Leute lieben es, mitzumachen und sich mit den Ausstellungen auseinanderzusetzen. Lassen Sie uns einige interaktive Ideen sammeln, die zu unserem Thema passen. Absolut. Die Zusammenarbeit hieran wird unsere Vision zum Leben erwecken. Ich bin gespannt, wie sich alles zusammenfügt. Lektion 24. Ein Hotel auswählen. Habe es. Welche Kriterien sollte ich also bei der Auswahl eines Hotels berücksichtigen? Nun, der Standort ist entscheidend. Sie möchten in der Nähe der Sehenswürdigkeiten sein, die Sie besuchen möchten. Das macht Sinn. Was sollte ich sonst noch beachten? Auch Annehmlichkeiten wie kostenloses Frühstück oder WLAN sind wichtig. Absolut. Diese kleinen Vorteile können einen großen Unterschied machen. Ja, und vergessen Sie nicht, die Bewertungen anderer Gäste zu lesen. Toller Rat. Ich suche immer nach Feedback, bevor ich eine Entscheidung treffe. Dies ist eine clevere Methode, um sicherzustellen, dass Sie sich für einen Ort mit Qualität entscheiden. Ich werde eine Checkliste erstellen, um alles organisiert zu halten. Lektion 25. Passivrauchen. Es ist besorgniserregend, darüber nachzudenken, den Rauch einer anderen Person einzuatmen. Ich stimme zu. Wenn ich mich dafür entscheide, selbst nicht zu rauchen, sollte ich mich damit nicht auseinandersetzen müssen. Genau. Es ist wichtig, unsere Gesundheit im öffentlichen Raum zu schützen. Ja, und viele Orte führen inzwischen strengere Rauchvorschriften ein. Das ist ein positiver Schritt. Es fördert eine gesündere Umgebung. Definitiv. Ich denke, jeder hat es verdient, saubere Luft zu genießen. Setzen wir uns überall für rauchfreie Bereiche ein. Absolut. Es geht darum, ein besseres Erlebnis für alle zu schaffen. Ich bin froh, dass wir diesbezüglich einer Meinung sind. Lektion 26. Erfrischende Getränke. Eindrucksvoll. Als Getränk mache ich hausgemachte Limonade. Das klingt erfrischend. An heißen Tagen liebe ich selbstgemachte Limonade. Ja, es ist so viel besser als im Laden gekaufte Versionen. Absolut. Sie können die Süße nach Ihren Wünschen anpassen. Genau. Außerdem macht die Verwendung frischer Zitronen einen großen Geschmacksunterschied. Ich kann es fast schon schmecken. Werden Sie besondere Zutaten hinzufügen? Ich habe darüber nachgedacht, für eine erfrischende Note etwas Minze hinzuzufügen. Das ist eine tolle Idee. Minze ergänzt die Limonade perfekt. Ich freue mich darauf, es bei unserem Treffen zu servieren. Lektion 27. 0. Kleiderordnung. Soll ich für die Veranstaltung schick oder lässig gekleidet sein? Das ist eine gute Frage. Es kommt wirklich auf den Veranstaltungsort an. Ich schaue mir die Kleiderordnung an, um sicherzustellen, dass ich hineinpasse. Ja, es ist immer am besten, die Atmosphäre der Veranstaltung anzupassen. Oh, und ich werde nach einem Paar Schuhen suchen, die sowohl stilvoll als auch bequem sind. Das ist eine kluge Wahl. Gerade bei längeren Veranstaltungen ist Komfort das A und O. Ich möchte Spaß haben, ohne mir Gedanken über mein Outfit machen zu müssen. Absolut. Lassen Sie uns unsere Looks für ein einheitliches Erscheinungsbild koordinieren. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich darauf. Lektion 28. Gesundheit und Umwelt.
Gesundheit und Umwelt hängen eng zusammen, finden Sie nicht auch? Absolut. Die Sorge um unseren Planeten wirkt sich direkt auf unser Wohlbefinden aus. Darüber hinaus unterstützen Bio-Lebensmittel häufig sowohl die persönliche Gesundheit als auch die Umweltverträglichkeit. Ja. Durch die Wahl von Bioprodukten können schädliche Chemikalien in unserem Körper und Boden reduziert werden. Es ist faszinierend, wie unsere Entscheidungen sowohl unsere Gesundheit als auch das Ökosystem beeinflussen können. In der Tat. Der Verzehr von Lebensmitteln aus der Region trägt auch dazu bei, unseren CO2-Fußabdruck zu verringern. Das stimmt. Die Unterstützung lokaler Landwirte ist eine wunderbare Möglichkeit, einen positiven Beitrag zu leisten. Darüber hinaus fördert es die gemeinschaftlichen Verbindungen und stärkt die lokale Wirtschaft. Ich glaube, dass kleine Änderungen in unseren täglichen Gewohnheiten erhebliche Auswirkungen haben können. Lektion 29. Perspektiven auf die Existenz. Nicht ich, nicht in diesem Leben, ich habe meine Überzeugungen fest im Griff. Eigentlich keine Chance. Es gibt heute viele Perspektiven auf die Existenz. Das stimmt. Es ist faszinierend, verschiedene Ideologien und Überzeugungen zu erkunden. Ja, das Verständnis verschiedener Standpunkte kann unseren eigenen Horizont erweitern. Ich halte es für wichtig, unterschiedliche Meinungen zu respektieren, auch wenn wir nicht einer Meinung sind. Absolut. Gesunde Diskussionen können zu persönlichem Wachstum und tieferem Verständnis führen. Und es ist wichtig, kritisch zu hinterfragen, was wir glauben und warum. Ja. Das Hinterfragen unserer eigenen Überzeugungen kann zu stärkeren Überzeugungen führen. Ich schätze es, Gespräche zu führen, die die Grenzen unseres Denkens überschreiten. Lektion 30. Mut und Stärke. Du warst ein Turm der Stärke und hast mir Mut bewiesen, als ich mir jemals erträumt hätte. Das ist das schönste Kompliment, das ich bekommen konnte. Es bedeutet mir sehr viel. Ja, ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Herausforderungen inspiriert die Menschen um sie herum. Danke schön. Ich glaube, dass wir alle die Kraft haben, Hindernisse zu überwinden. Absolut. Es erfordert viel Mut, sich Ängsten direkt zu stellen. Ja, und manchmal ist es ein Akt des Mutes, einfach für andere da zu sein. Ich stimme voll und ganz zu. Sich gegenseitig in schwierigen Zeiten zu unterstützen, schafft starke Bindungen. Das tut es wirklich. Gemeinsam können wir alles bewältigen, was auf uns zukommt. Ich bin dankbar, jemanden wie dich an meiner Seite zu haben. Lektion 31. Die Bedeutung der Etikette. Viele Menschen erkennen die Bedeutung der Etikette erst, wenn sie allmählich verschwindet. Das stimmt. Gute Manieren werden in der heutigen schnelllebigen Welt oft als selbstverständlich angesehen. Ja, Etikette fördert Respekt und Verständnis im Umgang miteinander. Absolut. Es schafft eine angenehmere Atmosphäre für alle Beteiligten. Ich glaube, dass kleine Gesten wie Bitte und Danke viel bewirken. Definitiv. Diese einfachen Worte können einen großen Einfluss auf den Tag eines Menschen haben. Es ist faszinierend, wie Etikette unsere Werte und Kultur widerspiegeln kann. Ja. Die Pflege dieser Traditionen ist für eine harmonische Gesellschaft unerlässlich. Ich hoffe, dass mehr Menschen beginnen, die Schönheit guter Manieren zu schätzen. Lektion 32. Eine einfache Begrüßung.
Ich ging auf sie zu und sagte Hallo, und ihr Gesicht veränderte sich sofort. Das klingt faszinierend. Was geschah als nächstes? Das Gesicht des Mädchens leuchtete auf und sie lächelte mich warm an. Das ist wunderbar. Ein Lächeln kann den Tag eines Menschen wirklich erhellen. Ja, es fühlte sich an, als wäre in diesem Moment eine Verbindung entstanden. Es ist erstaunlich, wie eine einfache Begrüßung so viel Freude hervorrufen kann. Ich stimme zu. Es zeigt die Kraft der Freundlichkeit in unseren täglichen Interaktionen. Genau. Kleine Gesten können eine nachhaltige Wirkung auf andere haben. Ich bin froh, dass ich mir die Zeit genommen habe, Sie zu kontaktieren. Lektion 33: Sich entwickelnde Gespräche. Heutzutage entstehen neue Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, insbesondere im Gespräch. Ja, es ist faszinierend, wie sich Kommunikationsmethoden im Laufe der Zeit entwickelt haben. Die Menschen sind offener für die Diskussion verschiedener Themen als je zuvor. Absolut. Diese Offenheit kann zu sinnvollem Austausch und Verbindungen führen. Ich glaube, dass es wichtig ist, sowohl ernste Themen als auch unbeschwerte Themen anzusprechen. Definitiv. Eine Mischung aus Gesprächen hält die sozialen Interaktionen im Gleichgewicht. Es ist auch toll, mehr Diskussionen über psychische Gesundheit und Wohlbefinden zu sehen. Ja, es ist von entscheidender Bedeutung, das Stigma rund um solche Themen zu überwinden. Ich bin gespannt, wie sich diese Gespräche weiterentwickeln werden. Lektion 34: Wäschebenachrichtigungen. Erhalte ich eine Benachrichtigung, wenn meine Wäsche zur Abholung bereitsteht? Ja, die meisten Dienste bieten jetzt Benachrichtigungen über Apps oder SMS an. Das ist unglaublich praktisch. Ich liebe es, auf dem Laufenden zu bleiben. Absolut. Das spart Zeit und sorgt dafür, dass Sie Ihre Wäsche nicht vergessen. Ich schätze Technologie, die alltägliche Aufgaben erleichtert. Ja, es ist erstaunlich, wie viel effizienter die Dinge geworden sind. Ich kann es kaum erwarten, diesen Service auszuprobieren. Sie werden den Komfort lieben, es vereinfacht das Leben wirklich. Ich freue mich darauf, mich nie wieder um die Wäsche kümmern zu müssen. Lektion 35: Vorteile des digitalen Lesens. Das Lesen von Büchern klingt entspannend, insbesondere in digitaler Form. Ja, das ist es. Welche weiteren Vorteile haben Sie durch ein digitales Leseerlebnis festgestellt? Nun, der Komfort, mehrere Bücher in einem Gerät zu transportieren, ist fantastisch. Absolut. Es ist so einfach, jederzeit zwischen den Titeln zu wechseln. Darüber hinaus verfügen digitale Bücher häufig über Funktionen wie anpassbare Schriftgrößen. Ja, das ist großartig, um das Lesen für alle angenehmer zu machen. Und auf vielen Plattformen können Sie ganz einfach Markierungen vornehmen und Notizen machen. Genau. Es verbessert die Lernerfahrung und hilft beim Behalten. Ich bin auch ein Fan der barrierefreien Möglichkeiten für Menschen mit Sehbehinderungen.